Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die folgende Woche wird auf jeden Fall sehr brisant werden. Wir werden eine vollgepackte Woche haben und es fängt quasi heute schon an, am Sonntag, ja, die Announcements für die nächste Woche in sich zu halten. Und da gibt es auch schon einen kleinen Leak, kann man mehr oder weniger so sagen. Und zwar kommt heute um 15 Uhr, also wenn ihr das Video jetzt gerade seht, ein Update-Video raus, wo in der Beschreibung schon mal hier drinne steht, was hier vorkommen wird. Und da sehen wir unter anderem einmal den World Boss, ja, der fahrende Dungeon kehrt zurück. Dann haben wir den Elevator und den legendären Dungeon, den Pestdoktor. Dann wird hier auf die Titel und Ehrungen eingegangen, worauf ich mich persönlich auch sehr freuen werde, weil das ja wie gesagt ein Feature ist, was ich halt persönlich schon in der Vergangenheit, ja, sehr gefeiert habe auf jeden Fall. Da war ich ja schon ein bisschen gehypt auf das Ganze. Dann noch weitere Verbesserungen und Fehlerbehebung. Aber ich denke mal, für die meisten wird das Interessante sein, der Part hier. Und vielleicht noch was vom fahrenden Dungeon, denn dort, ja, kann man auf jeden Fall auch mit ein paar Überraschungen rechnen. Werdet ihr dann sehen auf jeden Fall dann, wenn es soweit ist. Und ja, das geht hier schon um 15 Uhr heute los. Und daraufhin haben wir eine prall gefüllte Woche, was uns auf jeden Fall vermuten lässt, dass wir ja schon sehr bald mit neuen Inhalten rechnen können, beziehungsweise halt eben mit kommenden Features, die wieder ins Game kommen. Und unter anderem wird ja auch der Weltboss hier wieder dann erscheinen. Und da wollte ich mal heute gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen Gegner im Sandsturm vielleicht wegklatschen können. Vielleicht schaffen wir irgendwie noch ein Level-Up bis zum World Boss, aber ich glaube, das wird relativ knapp werden. Ich denke mal, die Ankündigungen, wann diese neuen Features kommen, werden vielleicht heute im Video bekannt gegeben. Genau, aber zuerst gucken wir mal, wir haben hier auch schon die Weekly, weil wir es ja auf F9 schon Montag haben, mehr oder weniger. Und da haben wir alles rund um die Festung. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie die Ressourcen hier zusammenkriegen. Zuerst können wir hier dafür mal am Rad drehen, um ein bisschen Holz oder sowas zu kriegen. Festung, ansonsten, ich glaube 10 Angriffe mussten wir auch machen. Ne? Das ist, glaube ich, auch relativ easy. Ja, das haben wir schon fast durch. 10 Festungsangriffe. Dann haben wir das auch fertig. Und das sind sogar wieder 2 mal Gold. Rewards, also das schmeckt auf jeden Fall hier goldtechnisch gesehen auch sehr, 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 sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal und sammeln mal hier die 10 Angriffe zusammen. Ja, ob ich hier gewinne oder verliere, ist mir eigentlich relativ wumpe, muss ich sagen, da wir mit den Holzressourcen und Steinressourcen hier sowieso nicht mehr viel anfangen können. Und ja, deswegen, ich mache hier mal noch schnell die, obwohl, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt so, lohnt sich das hier sogar, die anzugreifen? 3,4 Millionen Stein. Also ich meine, ich brauche sie eh nicht. Aber wie viel kosten hier so, wenn wir jetzt, was haben wir? 10? Das hat sich sogar gelohnt, rein rechnerisch. Also von den Ressourcenaufwand her kann man die sogar mitnehmen, würde ich sagen. So, hier setze ich mal 9. Reicht auch. Ja, und hier können wir uns auch nochmal 1,2 Millionen gönnen. Aber ja, wie gesagt, wofür das Ganze, ne? So. Reichen 10 auch. Ja, okay. Gerade so. War gut kalkuliert. Haben wir das Ding jetzt schon zusammen hier? Ja, haben wir schon. Gut. Dann können wir die wieder in Auftrag geben und haben insgesamt ein bisschen Plus gemacht sogar. Auf den alten Servern, ja, da ist sowieso nicht mehr viel los hier, festungskampfmäßig. Da macht keiner mehr großartig was. Okay, nice. Dann haben wir die schon mal abgehakt. Als nächstes... Okay, wir können sogar die zweite auch direkt mitnehmen eigentlich, indem wir vielleicht hier noch einen Gegner finden und uns noch ein paar Ressourcen mitnehmen können. Aber das wird jetzt schwer mit den, ja, also hier Kämpfe zu gewinnen. Ne, das wird nichts mehr. Okay. Ein Soldat reicht hier bei den Verteidigungsgebäuden nicht mehr aus. Okay, dann kriegen wir das vielleicht heute Abend zusammen, wenn wir die Soldaten wieder zusammengesammelt haben. Dann kriegen wir hier auch die Aufgabe 2. So, aber das können wir uns schon mal abholen. Das schmeckt schon mal. In die Toilette haben wir auch schon was geworfen heute.
bei der Hexe, die will nichts haben. Den können wir uns auch mal mitnehmen hier und dann verskillen wir schon mal das Gold. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht in den Wirbelwind ein paar Gegner besiegen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal den Wirbelwind jetzt nochmal getried, also den Sandsturm, sorry, mit meinen neuen Verbesserungen. Jetzt, seitdem ich alles auf 20 habe, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber wir können ja mal gucken, ob vielleicht der ein oder andere liegt, ja, in Vorbereitung auf den World Boss vielleicht. Aber ob wir da jetzt ein Level mehr haben oder nicht, macht, glaube ich, den Braten auch nicht wirklich fett. Was aber ganz gut ist tatsächlich, wir sind jetzt relativ aktuell equipped. Wir sind auf einem relativ neuen Stand, sag ich mal. Klar haben wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr Aura gewonnen, als unser altes Equipment halt eben hat. 1066 habe ich jetzt mittlerweile. 1048 war hier der alte Stand. Also was das angeht, kann man schon wieder ein bisschen was Besseres finden. Ja, allerdings ist halt die Frage, ist das wirklich so entscheidend oder behalten wir jetzt lieber unser Equipment, was jetzt schon 20 Aura-Punkte alt ist oder so, ne? Für den World Boss. Ja, aber das ist auf jeden Fall was, ich bin gespannt. Also der World Boss ist ja bei vielen von euch wirklich gar nicht gut angekommen, beziehungsweise haben auch nicht viele Leute so, was ich so in den Kommentaren gelesen hatte, wirklich Lust auf den World Boss. Das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn halt die erste Version vom World Boss schon relativ gut reingeschissen hat, sag ich mal. Also performance-technisch muss man anmerken, lief alles eigentlich wirklich reibungslos. Also das war wirklich so ein Event, so soll es ja auch normalerweise eigentlich sein, ne? Dass ein neues Event kommt und das wirklich alles reibungslos von der Server-Performance her funktioniert hat. Da kann man denen diesmal nichts ankreiden, aber wie gesagt, es sollte eigentlich standardmäßig sowieso Voraussetzung sein, dass das alles funktioniert, ne? Ja, davon abgesehen war natürlich nicht viel richtig, beziehungsweise noch viel Verbesserungsbedarf, sagen wir es mal so, was den World Boss anbelangt. Und ja, also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass sie dort ein paar Dinge geändert haben, die ja, zur Allgemeinheit, ich sag mal, zum Gunste der Allgemeinheit dient, dass halt mehr Leute das Feature auch dann wirklich spielen können, mitmachen können, dort bessere Chancen haben, auch gewisse Rewards und sowas ja, sich einzuheimsen und auch die Übersichtlichkeit von den Schadensanzeigen ein bisschen besser dargestellt wird. Also ich bin gespannt, wie er wird. Ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben so. Ich finde das vom Grundprinzip her eigentlich ziemlich nice, so muss ich sagen. Und es kann ein Feature werden, was auf jeden Fall Potenzial hat. Wir müssen halt eben nur gucken, wie es jetzt halt eben mit der Version 2 aussieht, ne? Also jetzt kommt er ja das zweite Mal zurück und dann schauen wir einfach mal, was diesmal noch so zu verbessern ist und dann kann man vielleicht dann so Schritt für Schritt so ein bisschen dran schleifen, dass er dann noch weiter so in die Richtung gelenkt wird, wie er uns halt eben am besten gefällt, ne? Weil, ja, wie gesagt, an sich den World Boss finde ich eigentlich so vom Prinzip her gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Und haben sich ja auch viele gewünscht, so, ne? Das war ja schon ein langer Wunsch der Community. Ist halt die Frage immer so, wie es so umgesetzt wird, sag ich mal, ne? Aber ich glaube, so die wenigsten von uns hatten jetzt so eine grobe Richtung, in was das gehen könnte, wenn man jetzt so einen World Boss hat und wie man den am besten umsetzt, so, ne? Weil ich persönlich hätte jetzt so Balancing-technisch irgendwie jetzt, ja, also ich hatte mich da schon mal früher ein bisschen intensiver mit befasst. Okay, wie kann man das so balancen zwischen den High-Level-Chars, zwischen den Low-Egos und Free-to-Play-Spielern da draußen auf demselben Server, ne? Und das gemessen mit anderen Servern, die ja schon deutlich älter sind. Dann haben wir noch Fusionsserver, was das Ganze auch nochmal ein bisschen, ja, sag ich mal, erschwert, die Thematik mit der richtigen, ja, mit dem richtigen Balancing von den Rewards auch so, ne, wie das ausgeschüttet wird, ist es eigentlich ganz okay gelungen, sag ich mal, ne? Also ich ja, hätte da jetzt keine richtige Lösung gehabt, wie man das jetzt hätte machen können. Aber naja, gut. Auf jeden Fall, jetzt haben wir halt das Grundgerüst halt da vom World Boss, ne? Es werden jetzt halt viele Sachen halt geändert werden. Und dann schauen wir einfach mal, wir lassen uns überraschen. Vielleicht
ist es ja jetzt diesmal wirklich so, dass halt Free-to-Play-Spieler das Event vielleicht auch feiern, weil es halt einfach ja für alle Spielergruppen jetzt gemacht ist. Aber da müssen wir uns halt eben jetzt überraschen lassen, so auf jeden Fall. Ne? Deswegen, ja, ansonsten den Wettkampf habe ich auf jeden Fall gefeiert, auch auf dem Server hier. Gegen Umbums und Stiefelkotzer anzutreten. Stiefelkotzer war ja beim letzten Mal auf Platz 1. Umbums war auf der 2 und ich auf der 3. Genau, so war das. Und haben alle 3 einen Rahmen bekommen. Das war schon ziemlich witzig auf jeden Fall, muss ich sagen. Wie man sich halt gebettelt hat innerhalb der 10 Tage vom World Boss. Nee, 5 Tage, ne? Glaube ich. Das war nur die Hälfte. Und ja, das war schon cool, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schöne Streams gehabt damit, haben lange gestreamt, viele Streams gehabt und sich halt innerhalb der Streams auch so ein bisschen kurz geschlossen, so Theorie-Crafting, welche Strategie kann man am besten fahren und so. Ne? Und ich bin gespannt, wie es diesmal sein wird. Ja, also ich würde es nicht hundertprozentig das Event so abschreiben und einfach auf einen zukommen lassen und gucken, wie es jetzt umgesetzt ist. So, ne? Wie gesagt, der Legendary Dungeon, die erste Version, die war eigentlich schon relativ nice, aber auch nicht perfekt. Und deswegen vielleicht, ja, wird es jetzt peu à peu ein wenig besser werden mit dem World Boss, ne? Jo, alles klar. Ansonsten soll es das soweit erstmal für die Folge heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ich bin definitiv gespannt auf die Updates, die uns jetzt die Woche erwarten. Titel und Ehrungen. Freue ich mich besonders ganz doll drauf, auf jeden Fall. Ne? Und ja, dann werden wir auch die ersten Einblicke dazu sehen. Die ersten Bilder. Das wird sehr nice. Das wird sehr nice. Alles klar, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Bis dann, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.